Bis zum 1. März 2025 soll Mohammed al-Bashir die Übergangsregierung in Syrien führen. Und das Land soll unter der neuen Führung keinen Krieg mehr sehen, verspricht der bisherige Rebellenführer. Die Weltgemeinschaft beobachtet die Entwicklungen im Land ganz genau. Damaskus wird an den Versprechen eines freien Syriens gemessen. Wie gefordert, hat Bundeskanzler Olaf Scholz nun den Kontakt zum türkischen Präsidenten Erdogan gesucht. Er ist der wohl wichtigste Partner in der Region. Die Türkei und die EU haben in diesem Falle gemeinsame Ziele. Syrien muss eine sichere Heimat für alle Syrer werden. Trommeln und Jubelrufe in diesem Dorf nordöstlich von Damaskus. Hassan Fayoumi kehrt nach Hause zurück nach 10 Jahren. Überglücklich nimmt er seine Schwester, seinen Bruder in die Arme. 2014 war Fayoumi vor Assads Schergen geflohen. Seitdem hat er seine Familie nicht mehr gesehen. Als ich geflohen bin, hat das Regime mein Haus beschlagnahmt und alles gestohlen. Sie nahmen unser Land in Besitz und haben uns nichts gelassen. Andere suchen unter den Gefangenen, deren Leichen aus dem berüchtigten Zednaja-Gefängnis geborgen wurden, verzweifelt nach ihren Söhnen, Brüdern, Ehemännern. Neben der Angst um das Leben ihrer Angehörigen eint sie alle die Sorge, wie wird es weitergehen nach dem Sturz des Assad-Regimes. Rebellenführer Jolani, der den Umsturz angeführt hat, hat seinen Kampfnamen inzwischen abgelegt und wieder seinen Geburtsnamen angenommen, Ahmad al-Sharaa. Er stellt den Menschen eine Zukunft ohne Krieg in Aussicht. Ihre Ängste sind unnötig, versichert er. So Gott will, wird das Land wieder aufgebaut. Das Land bewegt sich in Richtung Entwicklung und Wiederaufbau. Es bewegt sich auf Stabilität zu. Seine islamistische Miliz HTS hat Mohammed al-Bashir zum Chef einer nationalen Übergangsregierung ernannt. Al-Bashir war bislang Regierungschef im von der HTS kontrollierten Nordwesten des Landes. Die bisherige Regierung in Idlib mit eigenen Ministerien sowie Justiz- und Sicherheitsbehörden soll nun mit Vertretern der bisherigen Verwaltung Syriens zusammenarbeiten. Die geschäftsführende syrische Regierung, die das Land zunächst bis März verwalten soll, kam gestern zu einer ersten Sitzung zusammen. An der Kabinettssitzung nahm neben der syrischen Regierung des abgesetzten Regimes auch die Arbeitsgruppe der syrischen Heilsregierung teil, die in und um Idlib tätig war. Ziel der Sitzung war die Übergabe von Institutionen und Akten von der Regierung des gestürzten Regimes an die syrische Übergangsregierung, um die Geschäfte zu führen, sagt der neue Ministerpräsident und appelliert in einem Interview mit einer italienischen Zeitung an syrische Flüchtlinge im Ausland: Syrien ist jetzt ein freies Land, das seinen Stolz und seine Würde wiedererlangt hat. Kommen Sie zurück. Wir blicken zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf in Damaskus. Steffen, du bist vor kurzem angekommen. Wie hast du diese Reise in diesem Ausnahmezustand in das Land Syrien erlebt und wie erlebst du die Hauptstadt jetzt? Also ich möchte das einfach mal so machen, dass wir die Zuschauer ein bisschen an die Hand nehmen, wie hier gerade Damaskus aussieht. Vor allem eines ist der Fall, und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Botschaften nach allem, was wir hier erleben, ist es sicher. Was wir weiter natürlich überall sehen, sind die Panzer, die verlassenen Panzer von der Armee, wo jetzt viele einfach Fotos machen. Kinder, die auf die Panzer klettern, von ihren Eltern fotografiert werden. Und das hat man hier überall in Damaskus und auch außerhalb von Damaskus. Und wir haben ja gerade im Beitrag auch den Übergangsministerpräsidenten Mohammed al-Bashir gehört. Der hat heute das noch einmal betont. Er fordert alle Syrer auf, die vor allem auch nach Europa, nach Westeuropa geflohen sind, wirklich zurückzukehren und das auch bald zu tun. Man brauche ihre Erfahrung, man brauche ihr Wissen, um das Land wieder aufzubauen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera erkennen kann, wenn wir davon sprechen, das Land wieder aufzubauen. Wir sehen hier beispielsweise in Damaskus ganze Wohnviertel, die in Trümmern liegen. Warum ist das so? Seit mehr als 10 Jahren ist das bereits so. Das war zum Anfang des Bürgerkriegs, als Regierungstruppen hier auf Zivilisten feuerten, auf diese Wohnblöcke feuerten. Und das ist etwas, was jetzt nicht mehr hier zum Alltag gehört. Diese Gefahr, diese ständige Bedrohung, auch verhaftet zu werden. All das gibt es momentan nicht. Die Situation in Damaskus mit Sicherheit auch ein bisschen chaotisch. Überall Bewaffnete, die unterwegs sind, mit Kalaschnikows unterwegs sind. Aber es wird zumindest niemand bedroht oder niemand mit Verhaftung oder Festnahme gedroht für letztendlich gar nichts.
Immerhin das nicht mehr. Es sind sehr eindrückliche Bilder, die du uns da soeben gezeigt hast. Steffen, wenn wir jetzt noch einmal auf die politische Entwicklung ganz konkret blicken, wie geht es da jetzt weiter? Eine Übergangsregierung ist etabliert worden. Genau, und diese Übergangsregierung, die muss erstmal eines schaffen, wirklich hier wieder für eine gewisse Ordnung zu sorgen. Also für ganz banale Dinge, dass beispielsweise die Müllabfuhr funktioniert, dass Behörden überhaupt arbeiten. Das braucht natürlich eine Stadt, das braucht auch ein Land. Der Ausblick letztendlich ist ja der, dass die Übergangsregierung bis auf jeden Fall März im Amt bleibt, dass es dann Wahlen geben soll und das möglicherweise, es wurde in Aussicht gestellt, auch mit internationalen Beobachtern, möglicherweise auch durch die Vereinten Nationen, damit man sicherstellen kann, auch nach außen hin, dass es freie Wahlen sind, dass es faire Wahlen sind. Und das wollen natürlich die Menschen. Die wollen auch wissen, kann ich wirklich denjenigen wählen, den ich gerne in Amt und Würden hier sehen möchte, während wir weiter dann das Hubkonzert hören, teilweise, weil es der Verkehr ist, teilweise aber was wir hier immer noch sehen und hören, weil die Menschen jubeln, dass sie einen neuen Lebensabschnitt begonnen haben. Also das ist die Situation hier mit vielen, vielen Fragezeichen natürlich verbunden, was die nächsten Monate und was eben auch die von dir angesprochene politische Entwicklung angeht. Die Freude bei den Menschen eindeutig immer noch groß und die Erleichterung. Danke, Steffen, für diese doch sehr eindrücklichen Bilder von vor Ort Syrien, Damaskus. Und wir blicken weiter an die türkisch-syrische Grenze. Für uns berichtet dort nämlich Carolina Drüten. Carolina, wie ist die Situation an der Grenze? Die Freude, wir haben es gerade bei Steffen gesehen, sehr groß im Land. Auch Syrer, die im Ausland leben, empfinden diese Freude. Gehen jetzt viele Flüchtlinge zurück? Ja, wir haben gerade schon von Steffen gehört, es gibt diesen Aufruf, dass die Syrer im Ausland zurückkehren sollen, um das Land wieder aufzubauen. Nun, wie dieser Aufruf hier angekommen ist, da kann ich sagen, gemischt. Also einige sind doch eher abwartend. Die Menschen wollen jetzt erstmal gucken, bleibt das Land wirklich friedlich? Kann die Übergangsregierung jetzt eine Situation schaffen, wo dann womöglich auch Wahlen stattfinden können? Wie wird sich das weiterentwickeln? Kommt es möglicherweise noch zu Kämpfen zwischen den Milizen? Aber es gibt auch einige, die nicht abwarten wollen, sondern zurückgehen. Das beobachten wir hier an der Grenze. Also hinter mir ist eine Art Ankunftspunkt für die Menschen, die kommen. Manchmal kommen sie mit dem Taxi, dann sind Teppiche aufs Dach gebunden. Die Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut zusammengepackt, um die Rückkehr in ihr Heimatland zu wagen. Denn eine Rückkehr wiederum in die Türkei wird es für sie nicht geben, es sei denn, sie haben die türkische Staatsbürgerschaft, aber das sind die wenigsten. Also das ist ein One-Way hier, den man nehmen kann und das machen eben einige, weil sie liebe Menschen wiedersehen möchten, Familienmitglieder sehen möchten, die sie seit vielen, vielen Jahren nicht sehen konnten, eben weil Bashar al-Assad an der Macht war. Und jetzt geht das wieder. Und dieses Risiko sind deshalb einige Menschen bereit in Kauf zu nehmen. Die türkische Regierung hat nun auch schon erste Zahlen veröffentlicht. Und es sieht so aus, als ginge die Zahl der Rückkehrer leicht nach oben. Ob das jetzt ein Trend ist oder sich noch ausweitet, das bleibt abzuwarten. Aber die türkischen Behörden scheinen sich darauf einzustellen. Also hier wurden gerade noch einige Bänke angebracht, dass die Menschen hier auch warten können, falls es sich an der Grenze verzögert. Vielen Dank, Carolina Drüten. Und weiter geht es. Jetzt blicken wir nach Israel. Auf den Golanhöhen ist für uns Tatjana Ohm, unsere Chefmoderatorin. Sie berichtet aus Israel für uns. Tatjana, Netanyahu warnt also davor, dass jede Bedrohung für Israel unerbittlich bekämpft werde. Und schon jetzt fliegt das israelische Militär ja viele Angriffe auf die übrig gebliebene Waffenstruktur. Was erhoffen sich denn die Israelis in Bezug auf das jetzt wohl kommende neue Syrien? Naja, im Moment erhoffen sie sich vor allen Dingen Stabilität und Sicherheit und dass eben das eigene Volk sicher ist. Deshalb diese massiven Angriffe auf das, was es an militärischer Infrastruktur, an Waffenlagern, an Munitionsherstellungsstätten und Ähnlichem in Syrien gegeben hat, muss man ja fast schon sagen. Seit Samstag bereits sind diese Angriffe geflogen worden. Ungefähr 70-80%, sagt die IDF, an Infrastruktur militärischer habe man zerstört. Lass mich ganz kurz zeigen, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind hier auf den Golanhöhen und völkerrechtlich nach wie vor umstritten. Aus israelischer Sicht gibt es da nichts mehr drum zu streiten, wem dieses Gebiet hier gehört. Aber wie gesagt, völkerrechtlich durchaus noch ein Streitpunkt. Und wenn wir hier jetzt geradeaus reinschauen, die Dörfer, die ihr an den Hängen dort seht, das ist bereits syrisches Kernland, fast möchte ich sagen. Und wenn wir dann weiter nach links rüberschauen, sehen wir noch mehr vom Golan. Um dann noch weiter links dahinter, das ist der Libanon. Und das darf man nicht vergessen, die Hezbollah dort im Moment in einer Waffenruhe mit der israelischen Seite.
Das ist auch der Grund, warum wir hier so relativ entspannt stehen, weil eben uns auch hier die Bevölkerung gesagt hat, mit denen wir gesprochen haben, in den letzten Tagen in der Tat hält diese Waffenruhe auch, keine Raketeneinschläge, kein Luftalarm hier. Und die große Frage ist natürlich, was passiert auch weiterhin mit diesem Gebiet? Wird es hier möglicherweise irgendwann echte Grenzübergänge geben, einen echten Grenzverkehr? Und auch, wie geht es völkerrechtlich mit den Golanhöhen weiter, auch wenn die israelische Seite da sehr, sehr deutlich ist und sagt, das ist unser Gebiet und das ist hier ja auch besiedelt. Hier gibt es etliche Siedlungen, hier gibt es so ein bisschen Weinberge, möchte ich sagen, mit entsprechenden Vineyards, wo die Menschen auch oft herkommen, um ein Wochenende zu verbringen, Wein zu verköstigen und ähnliches. Im Moment aber sehr, sehr ruhig hier alles. Was wir aber über uns hören, sind immer wieder Kampfflugzeuge. Ich weiß natürlich nicht, ob das Patrouillen sind oder ob da auch weiterhin noch Angriffe geflogen werden. Aber wie gesagt, die Situation hier auf dem Golan im Moment still, ruhig. Es ist auch Winter, muss man auch dazu sagen. Auch hier ein bisschen frischer. Ihr seht es an meiner Klamotte. Aber wie gesagt, hier der Blick rein nach Syrien. Und da will eben die israelische Regierung mit diesen Angriffen, die bislang geflogen wurden, verhindern, dass von dort aus irgendeine Gefahr für die eigene Bevölkerung ausgehen könnte. Vielen Dank an Tatjana Ohm. Dankeschön.